Muss es denn immer der Größte sein? Eben nicht. Manchmal tun es auch die Kleinen. Willkommen in der Noppenplätzchenscheune. Mein Name ist Bloxer und Freunde, ja, es muss nicht immer das Riesenset sein. Heute stelle ich euch zum ersten Mal auf meinen Kanal eines der 1:48 Panzerchen aus dem Hause Kobi vor, nämlich die 2714, den Panzer IV in der Ausführung G. Und ich habe mich lange gegen diese kleinen 1:48er Sets von Kobi quasi gewehrt, aber es ist ein Panzer IV und wer meinen Kanal schon etwas länger verfolgt, weiß, dass der Panzer IV von Kobi eines der ersten Sets war, das ich hier auf dem Kanal auf Blockstar vorgestellt habe. Also muss ich euch auch diesen kleinen Panzer IV zeigen. Kommt mit mir jetzt auf den Bautisch, ich wette, ihr seid genauso gespannt wie ich. Ja, Freunde, da haben wir die 2714, den Panzer IV in der Ausführung G im besagten Maßstab 1:48, die Premiere hier bei mir auf dem Bautisch. 390 Steinchen, Historical Collection World War II, natürlich von Kobi. Tolles Kartondesign mit diesem neuen weißen Engel und natürlich sehen wir hier das Fahrzeug nochmal gespiegelt. Das kriegt Kobi immer besonders hin. Was ich euch verraten kann, das Set ist natürlich Pad Printed. Viele von euch lieben ja diese kleinen Fahrzeuge, weil sie a. wenig Platz im Regal wegnehmen und weil es tolle Teilespender sind. Hier zum Beispiel fällt mir gleich die Mündungsbremse ein und die vielen Drucke, ich sag's ja, Pad Printed. Schauen wir uns die Rückseite an. Dupdidup. Da sehen wir die Features zum Fahrzeug, die bekommt natürlich gleich im Video. Wir sehen, das Fahrzeug ist 16,5 cm lang, 8,5 cm hoch und wir können das Maschinengewehr, die Hauptkanone, die 7,5er und den Turm natürlich drehen. Da haben wir ein Originalfoto und das Fahrzeug hier von der Seite noch einmal für euch präsentiert. Wir sehen hier die kleineren Steine und natürlich die kleinen Ketten. Ich bin echt mal gespannt. Wie gesagt, ich wiederhole mich da gerne. Heute mal wieder ein erstes Mal. Da nehme ich euch doch gerne mit. Jetzt machen wir einen kleinen Zaubertrick und dann schauen wir, was wir hier in den Karton finden. Ja, Freunde, da habe ich den Inhalt hier auf den Karton gehext. Die Anleitung Handflächen groß, Klammer gebunden, kommen wir gleich zu. Was ich gesehen habe, Freunde, in dem kleinen Karton 12 Tüten mit Kobi-Steinen. Und falls ich mich da vielleicht etwas falsch ausgedrückt habe, das sind natürlich die ganz normalen Standard-Bricks von Kobi. Nur halt hier, das Fahrzeug ist im Maßstab 1:48 abgebildet. Hier seht ihr es auch, ganz normale Steinegröße, einzige Wermutstropfen. Natürlich dann die kleinen Ketten. Freunde, 12 Tüten für dieses kleine Set. Ich finde, Kobi, vielleicht kann man da ein bisschen Plastik sparen oder vielleicht macht ihr ja auch bald Papiertüten. Irgendwie finde ich, ist das zu viel. Wenn ich beim Manta viele Plastiktüten habe oder beim Schiff oder so, aber 12 hier für das kleine Ding. Ja, ich stecke nicht in den Produktionsabläufen drin, aber vielleicht weiß einer von euch, kennt sich da besser aus, muss das so sein? Ich finde irgendwie, das könnte man doch bestimmt besser machen, wenn ich sehe, hier haben wir kleine Steinchen, das könnte doch auch in eine Tüte. Aber wie gesagt, ich will der Kobi nicht verunglimpfen oder was hineininterpretieren. Schreibt mir mal eure Meinungen dazu in die Kommentare. Dann nochmal ganz wichtig, das Set wurde am 24.06.22 in Polen bei Kobi hergestellt. Und jetzt schauen wir uns die Anleitung an, die auch so im etwas größeren Briefumschlagformat daherkommt. Wir sehen ab 7 Jahre, natürlich der Umweltsiegel, die traurige Zwiebel, der Löwe, Captain Planet, ein Mann, der Blitze schießt und so weiter. Und ganz wichtig natürlich Pad Printed. Wir haben wie immer bei Kobi, das was wir bauen ist farblich, was gebaut wurde ist ausgegraut und nach 32 Bauschritten meine ich, oder waren es 33? Nee, Freunde, nach 35, so war es, 36, so 6 mal 6 ist 36, fauler Blockstar, lerne fleißig. Dann sind wir fertig, indem wir nämlich den Turm und hier, ich glaube im Original ist das ein Wagenheber gewesen bei dem Fahrzeug, aufsetzen, dann sind wir fertig. Pfeile weisen uns den Weg noch, ne? Und natürlich die Steine, die wir brauchen, werden immer angezeigt und ab und zu haben wir auch eine Legende, was wir für eine Stange hier zum Beispiel von der Länge da reinstecken müssen. So, die letzten Seiten dann immer Teileübersicht, 390 Steinchen habe ich euch gesagt und dann natürlich ein bisschen Werbung für die ganzen anderen Fahrzeuge, die es jetzt im Maßstab 1:48 gibt. Neu zum Beispiel hier der Sherman in diesem neuen Oliv und
einige andere. Wie gesagt, mein erstes, vielleicht stelle ich euch die auch noch vor. Mal schauen, wie ich mich jetzt ganz ehrlich mit dem Bauen hier tue. Euch viel Spaß bei den Fakten. Ich mag den Panzer IV, lasst euch überraschen und wie gesagt, jetzt mir viel Spaß und euch viel Spaß bei der Faktenzeit. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über den Panzerkampfwagen 4 bzw. kurz geschrieben PZKPF W4 oder einfach nur Panzer 4. Übrigens, das erste Video auf meinem Kanal handelt auch von einem Kobi Panzer 4. Deswegen stelle ich euch heute auch diese kleine Version hier vor. Vielleicht schaut ihr oben mal rechts auf dem i, da findet ihr dieses Video. Und Freunde, ich kann euch nur sagen, Mann oh Mann, hat sich die Zeit und auch der Blockstuff verändert. Der Panzer IV war ein mittlerer deutscher Panzer des Zweiten Weltkrieges. Anfangs nur in sehr geringen Stückzahlen hergestellt, wurde der von Krupp entwickelte und 1937 bis zum Kriegsende produzierte Panzer IV mit 8500 Exemplaren der meistgebaute deutsche Panzerkampfwagen. Der zunächst mit einer kurzen Kanone ausgestattete Panzer war ursprünglich als Unterstützungsfahrzeug gedacht, jedoch änderte sich sein Einsatzspektrum mit dem Einbau einer langen Kanone grundlegend. Es sah so vor, dass der Panzer IV hauptsächlich gegen Infanterie eingesetzt werden sollte und der Panzer III für die Panzerjagd. Obwohl er aufgrund der Rezeption in der Militärliteratur nicht den Bekanntheitsgrad eines Panthers oder Tigers erreichte, war er in der zweiten Kriegshälfte der wichtigste deutsche Panzer. Der Panzerkampfwagen IV wurde in unterschiedlichen Ausführungen an nahezu allen Fronten eingesetzt. Darüber hinaus diente das Fahrgestell als Basis für zahlreiche weitere Waffenträger, wie zum Beispiel den Flakpanzer Wirbelwind, den ich euch hier von Kobi auch schon vorgestellt habe. Ab Frühjahr 1943 stand die endgültige Ausführung der von Rheinmetall hergestellten 7,5 cm Kampfwagenkanone 40 L-48 mit ihrem längeren Rohrlauf von 48 Kaliberlängen zur Verfügung und wurde ab April 1943 in der Ausführung G verbaut. Die Ausführung G war eigentlich die Weiterentwicklung der Ausführung F1, hieß vorher auch F2. Ab diesem Zeitpunkt wurde diese Kanone zur Standardwaffe des Panzers IV. Auch alle der Heimatinstandsetzungen zugeführten Fahrzeuge mit kurzer 7,5 cm Kanone wurden auf diese Waffe umgerüstet. Um die aus der Länge des Rohres resultierende Buglastigkeit der Kanone auszugleichen, wurde die Waffenaufhängung mit zusätzlichen Schraubfedern versehen. Im Sommer 1942 erging eine Anordnung, die Frontpanzerung der Wanne trotz eventueller Nachteile in der Geländegängigkeit auf 80 mm zu verstärken, was durch die Anbringung von 30 mm starken Platten erreicht wurde. Die Produktionszahlen so aufgerüsteter Panzer IV stieg stetig. Ab Januar 1943 wurden alle Panzer IV mit verstärkter Panzerung produziert. Und insgesamt wurden von der Ausführung F2, die dann später zur G wurde, 1927 Fahrzeuge produziert im Zeitraum von 1942 bis 1943. Danach kamen dann die Version H und J. Aber ihr wisst auch, was jetzt kommt. Genau, jetzt kommt das eigentliche Review. Viel Spaß, meine lieben Freunde. Nach 45 Minuten steht unser kleiner Panzer IV in der Ausführung G hier auf meinem Bauflies und natürlich Kobi gewöhnte super gute Steinequalität. Ihr seht, das Fahrzeug ist ja kleiner als meine Handfläche. Es kommt natürlich dem Foto sehr nahe, wobei ich sagen müsste, ich hätte von Kobi echt gern mal richtige Bilder, keine Renderbilder. Ich zeige euch das Fahrzeug kurz hier, unten die 8 Räder mit Gummi, hier typisch Panzer IV, oben die 4 Stützrollen. Dann haben wir hier eine Kiste, wir haben schön einen bedruckten Turm, hier auch die Seitenluken, wir haben hier, und das ist eines der großen Monkey, finde ich, einen Mülleimer, der so groß ist, fast, ja, guckt euch das mal an, der Marscher passt gar nicht. Der Mülleimer hier hinten ist größer als die Kommandoluke. Hinten diese typische Panzer IV Abgasluke, auch hinten diese schrägen für den Motor. Dann die diverses Klimbim, eine Antenne, die eigentlich ja, sofort rausfällt. Die passt gar nicht. Die hält hier kein bisschen, ist hier dieses typische Kobi Gummi-Ding. Sie rutscht mir sofort raus. Da ist das der Wagen hier von der anderen Seite, der rausfällt. Ja, es sind Standdinger, weil mit Spielen kann man nicht und sollte man glaube ich auch nicht, weil fahren tut es wirklich
sehr schwer und ich muss euch auch sagen, diese Mini-Ketten hier, die fressen mal, please, diese Mini-Kettenglieder haben auch absolut keinen Spaß gemacht. Da fällt mir schon wieder was raus. Zu knüpfen. Kleine Kettenglieder mag ich gar nicht. Von vorne aber schön Bautechniken, die wirklich Spaß gemacht haben. Gerade das Schräge hier hinten, das zeige ich euch mal. Diese typischen Kobi, ja, Bricks, die offen sind. Typisch Baurichtungsumkehr, Noppen hier. Also das macht echt Spaß. Hier hat man wirklich Kobi Panzerbautechniken in klein. Da schimmert es auch ein bisschen durch die Bügelperlen. Und hier unten sehen wir auch, dass wir mit Baurichtungsumkehr und viel mit Jumpern gearbeitet haben. Ihr habt es ja im Speedbild gesehen. Ich zeige euch noch mal ganz kurz so die ganzen Drucke, das wollte ich euch zeigen. So, der Seite, da nochmal die Balkenkreuze von oben und eigentlich ein bisschen Highlight hier die Mündungsbremse. Viele von euch benutzen diese kleinen 1:48 Fahrzeuge als Teilespender für zum Beispiel hier Panzerabwehrkanonen oder zum Aufrüsten eurer großen Panzer, halt auch wegen den Mündungsbremsen. Das kann ich gut verstehen. Er kommt bei mir aufs Regal, weil es ein Panzer 4, ich habe es euch gesagt. Schwächen halt wirklich diese blöde Antenne. Jetzt hält sie wieder. Ach nee, jetzt fällt sie raus. Dass man die Ketten nicht wirklich gut drehen kann. Das liegt aber auch natürlich an den kleinen Ketten. Und dann ein bisschen, ja, Maßstab. Guckt euch das Maschinengewehr mal an im Vergleich zur Kanone. Und dann, ja, wenn man wo drückt, fallen Teile ab. Bautechnik geschuldet zwar, aber hier jetzt, das fummel ich auch nicht mehr ran. Eine Noppe, mal gucken, ob ich es hinkriege. Doch, haha, hat geklappt. Also, macht Spaß, wenn ihr nicht viel Platz im Regal habt. Wenn ihr sagt, so ja, da kriege ich am schnellsten meine Panzersammlung voll, weil es gibt ja Sherman T34 und jetzt halt auch den Panzer 4 und einen Panther und so weiter. Dann kann ich das verstehen. Platz ist ja eh so ein großes Thema, wenn man ein Klemmbaustein-Sammler ist. Aber ich bleibe doch lieber bei den größeren, muss ich echt sagen. Jetzt hier nochmal der Größenvergleich. Meine Hand. Bauanleitung gibt es nichts dran auszumeckern, typisch Kobi, typisch gut, will ich gar nichts Negatives sagen. Und wir haben natürlich auch wieder ein paar Steinchen über. 2 Kettenglieder, sogar eine Noppe, hier so ein Bolzen und dann diese typischen Radaufhängungen plus ein Aufnopper und nochmal so einen größeren Bolzen, so ein Rad für die Räder. Ja, Spaß gemacht zu bauen hat es auf jeden Fall. Wenn ihr Leuten mal Kobi ein bisschen schmackhaft machen wollt, also die auch vielleicht auf Militaria stehen, aber sich scheuen, ein größeres Set zu bauen, dann ist vielleicht so ein 1:48 Panzer gar nicht mal so verkehrt. Wobei, dann könntet ihr ja auch vielleicht so einen Youngtimer machen. Aber wenn, wie gesagt, Militaria hier im Fokus steht, dann kann ich so ein Set mir schon vorstellen, jemanden zu schenken. Wie gesagt, nur hier dieser Wagenheber hier ist halt auch irgendwie viel zu groß für den Panzer 4. Egal, Spaß gemacht zu bauen hat er. Das ist, glaube ich, das, was einfach hier im Vordergrund steht und dass ich einen Panzer 4 habe. Ihr bekommt jetzt nochmal ein paar Detailfotos vom schönen Fahrzeug und dann gibt es zum Abschluss nochmal ein paar schöne Worte. Ja, Freunde, während ihr hier wie immer ein paar Detailfotos bekommt, hier vom Fahrzeug im Maßstab 1:48, wie immer meine kleine Erinnerung, schaut doch mal unten in die Infobox unterhalb des Videotitels in der Videobeschreibung. Dort findet ihr verlinkt meine Kobi-Quellen, dort wo ich meine Kobi-Sets mir bestelle. Dort sind auch oft Rabattcodes hinterlegt, sowie natürlich der Hinweis auf die Quelle, nämlich hier wieder Wikipedia. Und natürlich möchte ich euch auch vielleicht mal meine Tassen und T-Shirts ans Herz legen. Findet ihr auch unten in der Videobeschreibung beziehungsweise auf den neuen Shop-Reiter hier bei YouTube. Das möchte ich nur einmal austesten. Ich designe in meiner Freizeit, gut, ich habe kaum welche neben den Klemmbausteinen und normalen Arbeiten, nämlich ganz gerne einmal T-Shirts. Da wird auch ein bisschen mehr kommen. So, das war's jetzt. Hört euch meine letzten Worte an. Ja, Freunde, das Video ist zu Ende, beziehungsweise fast zu Ende, denn es gibt noch ein paar abschließende Worte. Ein kurzes Video zu einem kurzen Panzer, zu einem kleinen Panzer. Mich würde interessieren, wie denkt ihr da draußen über diese 1:48 Serie von Kobi? Bitte haut in die Tasten, lasst mich eure Meinung wissen. In diesem Sinne, Freunde, machen wir es kurz. Es ist ein kurzes Panzerchen. Bleibt gesund, tut noch ein bisschen was für meinen Algorithmus. Daumen hoch, Daumen runter und wie gesagt, beantwortet mir bitte die Frage, was haltet ihr von dieser kleinen Serie? In diesem Sinne, Freunde, hoffe ich, ihr habt ein paar kühle Tage. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.